Willkommen zum Beginner Bliebs Bausatz Schnellstart. Zuerst schauen wir uns an, wie die Platine zusammengebaut wird. Später geht es dann erst um Klangexperimente. Das Gelöt. Im Kern von der Platine befinden sich der Inverter-Chip. Der wird nicht direkt in die Platine verlötet, sondern kommt auf einen Sockel. Den nehmen wir uns mal zur Hand und stecken ihn ein in die Platine. Acht drauf, dass die Kerben auf der Seite der Pfeilmarkierung positioniert wird. Um den Sockel zu verlöten, drehen wir die Platine um. Damit der Sockel nicht einfach wieder rausfällt, birgst einfach ein paar Sockelhaxen nach außen. Als nächstes nehmen wir uns die Sockel für die späteren Klangexperimente vor. Von einer Sockelleisten knipsen wir immer so eine Zweier-Einheit ab. Überall dort, wo sie Frequenzbereich und Mix definieren lassen, wird ein Sockel gesteckt. Nimm da ein passendes Stückel Karton und leg's oben drauf. Dann drehst die Platine um. Jetzt lassen Sie alle Sockel in einem Durchgang verlöten. Als nächstes verlöten wir die Fotowiderstände. Da kommen überall da rein, wo die Platine mit LDR kennzeichnet ist. Einfach schwupps von oben reinstecken, Haxen auseinanderbiegen und auf der Rückseite von der Platine verlöten. Das da ist der 100 Ohm Widerstand. Der ist für die Empfindlichkeit von der Lautstärkenregelung verantwortlich. Den einfach biegen und in die Platine stecken und verlöten. Weiter geht's mit den kabelgebundenen Bauteilen. Beim Batterieclip sind die Enden schon entmantelt, das heißt, du kannst die Litzen direkt in die Platine einfädeln und dann verlöten. Acht dabei auf die Polarität. Die rote Litzen verbindest mit dem Pluspol, die schwarze Litzen mit dem Minuspol. Auch die Buchsen am Audioausgang ist kabelgebunden. Dazu nimmst du zwei verschiedenfarbige Litzen, denn auch da muss die Polarität beachten. Beim Einschaltknopf gibt es keine Polarität. Einfach Litzen zuwählen und mit der Platine verbinden. So, jetzt sind wir fertig mit dem Gelöt. Fehlt nur noch der Inverter-Chip. Den einfach in den Sockel stecken. Dabei unbedingt darauf achten, dass die Kerben vom Chip mit der Markierung auf der Platine zusammenstimmt. Jetzt können wir eine von den 6 möglichen Stimmen aufbauen. Dafür knipst du einen Kondensator und einen 10K Ohm Widerstandsrecht. Den Kondensator steckst du in den Sockel für den Frequenzbereich. Den Widerstand verwendest für den Mix. Und schon hast du ein einfaches Fototheremin aufgebaut. Um eine weitere Stimme zum Klingen zu bringen, bestückst wieder 2 Sockel mit Widerstand und einen Kondensator. Bis zu 6 Stimmen haben auf einer Platine Platz. Über die Widerstände werden sie linear gemixt. Für einen tieferen Frequenzbereich schnappst du einen Kondensator mit einem Hechernwert. Bei dem Elektrolytkondensator musst du wieder auf die Polarität achten. Auch da hilft die Grafik auf der Platine bei der Ausrichtung. . 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
Wenn du jetzt zu der bassigen Stimme eine hochfrequente Stimme dazufügst, erklingen der hohe Frequenzbereich ein bisschen laut. Die kannst du leiser machen, indem du bei der Mixbuchsen einen höheren Widerstand einfügst. In dem Fall werden einfach mehrere Widerstände in Serie verzwirbelt. Damit sie die verschiedenen Stimmen beeinflussen können, tauschen wir die Widerstände mit Dioden. Bei den Dioden achtest bitte auf die Polarität. Der negative Pol ist am schwarzen Strich erkennbar. Die Grafik auf der Platine hilft da beim Ausrichten. Es können auch Leuchtdioden, LEDs, eingesetzt werden. Deren Polarität ist am dicken Dreieck und am kurzen Haxen erkennbar. Die Fotowiderstände kannst du mit Drehreglern tauschen. Wir fangen einmal mit dem Lautstärkeregler an. Dazu verlötst ein Litzen genau da an der Platine. Die verbindest direkt mit einem Drehpotentiometer. Vom mittleren Haxen aus geht's dann an die Audiobuchsen. Bei der Gelegenheit kannst du von den Botti noch einen Spannungsteiler einbauen. Der regelt den Output so weit aber, dass sie die Klangmaschine dann mit alle gängigen Effektpedale benutzen lässt. Die Tonhöhe von einer Stimme kannst ebenfalls mit einem Botti kontrollieren. Dazu lötest erstmal einen 10K Ohm-Widerstand an das äußere Haxerl. Dann einfach anstelle vom Fotowiderstand die Litzen des Bottis verlöten. Schau mal, für die Stimme sind zwei Kondensatoren für einen tieferen Frequenzbereich kombiniert worden. Mit Anschalter lässt sich die Stimme unterbrechen. Das war's dann. Zum Beginner blieb's Bausatz schnell Start. Dankeschön fürs Zuschauen. Servus, pfiat euch.